Die Bilag-Zwangsgebühren müssen abgeschafft werden, ist eine Grundsatzfrage von der Medienfreiheit. Ihr wollt am Schluss ein paar wenige Private, die von ein paar reichen Milliardären geführt werden. Es müsste Programm gestrichen werden. Das Programm gestrichen werden. Das wird abgeschafft. Nein. Wie streitet sich, was mit der Schweizer Medienlandschaft passiert, wenn die Bilag auf einmal weggeht? Wir gehen genau dieser Frage auf den Grund. Wir sind auf Basel gefahren und haben dort den BZ-Chefredakteur getroffen, um herauszufinden, was die Auswirkungen von der No-Bilag auf den Journalismus sind. Also es ist genauso schlimm, wenn die privaten Medien wegfallen, also die traditionellen Medien, wie wir jetzt eins sind. Weil du hast einfach keine professionell aufbereitete und Information mehr. Die werden sich umstellen, die werden so anfahren oder sich so auf neue Medien einstellen, dass sie das machen können. Du bist jetzt eine Privatfernsehstation und machst eine Nachrichtensendung. Da kannst du nicht einfach schnell irgendeinen Kindersoldat, also irgendeine Volontärin oder Volontär ins Tessin schicken, einen Beitrag machen oder ins Bundeshaus. Das reicht dann schon nicht, oder? So läuft es ja bei den Privaten. Das ist natürlich ein erbärmliches Niveau im Vergleich, was die SRG bieten kann. Also da gibt es so viele Themen, wo riesig viel Orientierungsarbeit eigentlich nötig haben. Was ist IS? Wie tut man jetzt die Ukraine einschätzen? Und da kann kein Privater mitmachen. Wenn sich die Menschen nicht mehr selber eine Meinung bilden können, indem sie verschiedene Informationen, verschiedene Sichtweisen und verschiedene beide Seiten von der Medaille erklärt bekommen im Hinblick auf eine Abstimmung oder so, dann ist es böse. Wir brauchen eine starke Privatwirtschaft, wo ich möchte alle Grenzen niederschlagen, damit die sich noch mehr ausweiten können. Aber wir brauchen auch eine SRG, die eine Quellensicherheit liefern kann. Wohingegen jetzt zum Beispiel die Basel Zeitung ist ein politisches Projekt. Das gehört einem Multimilliardär, der die SVP bestimmend ist. Private Medienhäuser sind auf Geld angewiesen. Das kommt in vielen Fällen auch von Investoren, von Geldgebern. Und dort besteht die Gefahr, dass die ihre eigene politische Agenda am Medium aufzwingen. Das sieht man unter anderem am Beispiel vom Altbundesrat Christoph Blocher. Seine Zeitungshaus AG, ehemalig Batz Holding, hat mit dem Zehnder Verlag erst gerade 25 Medientitel dazugekauft. Mit der Basel Zeitung haben wir jetzt etwa 800'000 Leser. Er hat jetzt gerade gesagt in einem Interview, dass er gerne hätte, dass seine Leitartikel dann auch in diesen Zeitungen abgedruckt wird. Redaktionell und so haben wir keine Synergien. War ja nicht von Basel aus der Toggenburger schreiben. Damit hat er sich ja selber widerlegt, hat er gesagt, er wird dort nicht reinschnurren und die sollen genau gleich und bla bla, oder? Wie stellen Sie sich die Medienlandschaft vor nach Ihrer Abstimmung? Ja, die Medienlandschaft wäre eine freiheitliche, wäre eine Medienlandschaft von der Medienvielfalt. Das wäre eine ganz vielfältig, wie wir auf dem Zeitschriftenmarkt auch sehen. Das wäre eine medienpolitische Atombombe, die da hochgehen. Das klingt jetzt ein bisschen überhöht oder überspitzt oder pathetisch und weiß nicht, schon ist ein bisschen an der Grenze. Aber ich bin ziemlich sicher, es wäre so. Es würde viel mehr zusammengehen als nur das SRG. Es würde das ganze Mediensystem Schweiz nicht nur in der Grundfesten erschüttern, sondern mehr oder weniger zerstören. Es wäre wirklich nicht gut. Wir haben heute Zeitungen, die eben auch Videoinhalte produzieren wollen. Da sehe ich zum Beispiel den Unterschied auch nicht mehr zwischen SRG und zum Beispiel NZZ oder der BZ. Das mache ich auch das Gleiche. Man kann ja über die SRG oder die einzelnen Sendungen immer wieder fluchen, machen und so, aber grundsätzlich haben die natürlich ganz hervorragende Leute, oder, die auch hervorragende Arbeitsbedingungen haben. Wir können auch noch recherchieren, aber wir haben nicht mehr 3 Tage Zeit für eine Geschichte, wir haben nur noch 1 Tag Zeit. Oder? Und es ist ein bisschen Benchmark. Oder? Unsere journalistische Arbeit muss ja qualitativ quasi an ihre Jahre kommen. Also der Wettbewerb würde ja wegfallen. Was die journalistische Leistung, logischerweise kein Wettbewerb, keine Leistung, oder? Das ist ja logisch. Und schon allein wegen dem ist es schlimm. Die Auswirkungen bei einem Jahr wären gravierend, aber wenn die No-Bilag keine Lösung ist, was wären denn die Alternativen? Das siehst du in der nächsten Folge.